Hi, servus Leute und guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Uble, melde mich heute aus der Heimat hier aus Hüttenbach. Jawohl, ganz direkt an euch da draußen, denn ich brauche eure Hilfe, beziehungsweise wir brauchen eure Hilfe. Das Team der Oberminis hat wieder eine Klapperaktion dieses Jahr vor. Ihr wisst, dass in wenigen Wochen schon wieder Ostern ist. Jawohl, ist schon wieder soweit. Das Osterfest will kommen, es wird kommen. Zwar sind wir momentan ein bisschen eingeschränkt zwecks des Virus und zwecks den ganzen Ausgangsbeschränkungen, aber wir wollen das Klappern trotzdem stattfinden lassen. Dazu haben wir uns Folgendes überlegt. Ihr kennt dieses Instrument, es ist ein Holzinstrument, das heißt Klapper. Vielleicht wird es an anderen Orten auch Klepper oder Ratsche genannt, ist ja wurscht. Es ist eine Osterklapper, die könnt ihr euch ganz einfach bauen. Und zwar braucht ihr erstmal ein Basisstück, das unten die unteren Boden darstellt, ist ungefähr 20 bis 25 cm lang. Dann braucht ihr natürlich auch noch ein Gegenstück, das ihr da reinstopfen könnt. Einfach das hier aussägen, am besten Hartholz, 20 cm lang. Das Gegenstück ist auch ungefähr genauso lang, auch 20 cm. Sägt ihr so die Seitenstücke raus und macht oben diese Nut rein, diese Öffnung, dass ihr das hier reinstecken könnt. Schon habt ihr den Boden und das Oberteil für diese Klapper. Jetzt fehlt natürlich logischerweise nur noch der Hammer, der wo dann hier auf das Brettel schlägt. Ich zeige es euch hier schon mal an einem fertigen Bauteil. Fügt ihr einfach oben jetzt noch ein kleines Hämmerchen ein. Der Hammer ist ungefähr 10 cm hoch. Und oben der Hammerkopf ist auch nochmal ca. 4 cm. Also stellt euch das vor, dass wenn ihr unten jetzt mit der Hand die Bewegung macht, dass oben der Hammer ganz einfach auf und abschlägt. Also eine ganz einfache Bauweise. Wir haben euch diese Bauweise online gestellt auf die Homepage www.minis-bühl.de. Da könnt ihr das nochmal angucken, wie das ganz speziell in Ruhe gebaut wird. Und wir haben uns gedacht, an den Klappertagen, das ist der Karfreitag und der Kar-Samstag, 10. April und 11. April, da klingeln ja nicht die Glocken, Glocken läuten nicht, weil Jesus gestorben ist. Zur Trauer wird an den beiden Tagen keine Glocken läuten in den Gotteshäusern. Aus diesem Grund werden wir die Glocken mit den Klappern ersetzen. Das gibt es schon seit Jahrhunderten hier in Hüttenbach und in anderen Orten der Fränkischen Schweiz und auch in der Umgebung. Überall in Franken wird dieser Brauchtum gepflegt, auch zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und in Österreich. Also ihr könnt euch alle beteiligen. 10. April und 11. April, jeweils nachmittags 15 Uhr, wollen wir uns alle, und zwar wirklich alle Hüttenbacher und alle Leute, die wo jetzt Lust haben mitzumachen, auf den Fenstern sich versammeln und einfach mit diesem Holzinstrument, das ihr ganz einfach bauen könnt, einfach mal 2-3 Minuten lang volles Rohr rausklappern, dass es das ganze Dorf hört. Und wir wollen damit ein bisschen Osterstimmung, Ostervorfreude für euch erzeugen. Wer jetzt nicht diese Baumaterialien zu Hause hat oder wen das zu kompliziert ist, der keine Zeit findet, das zu bauen, ihr könnt auch ausnahmsweise in den nächsten Spielzeugladen gehen oder in das nächste Baufachgeschäft. Da gibt's diese Rasseln, was ihr vielleicht vom Fußball oder vom Radsport oder von sonst irgendwelchen Veranstaltungen kennt, dann könnt ihr auch mit so einer Rassel an der Klapperaktion teilnehmen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, sich einfach eine Holzkiste oder ein kleines Kistler zu nehmen, wo dann schon irgendwas drin ist zum Klappern oder zum Rasseln. Und wir wollen gemeinschaftliche Dorfstimmung erzeugen. Nachmittags 15 Uhr am Karfreitag und am Kar-Samstag, beide Tage 15 Uhr. Jeder, der das Video sieht, ist angesprochen und eingeladen, raus an sein Fenster, auf seinen Balkon zu gehen oder auch die Tür aufzumachen, da einfach raus in die Öffentlichkeit, in die Straßen rein zu klappern, dass es das ganze Dorf hört. Und ihr könnt es sicherlich noch besser als ich. Gemeinsam erzeugen wir eine wirklich spannende Atmosphäre und sorgen so, dass ein jahrhundertealter Dorfbrauch auch dieses Jahr in diesem ja wirklich verrückten Corona-Frühling fortgeführt wird und nicht ausfällt. Also wir wollen wirklich diese Tradition auch in dieser schwierigen Zeit am Laufen halten. Steigt mit ein, guckt euch die Anleitung an im Internet, da ist sie online. Und ich bedanke mich jetzt schon im Voraus im Namen des ganzen Teams, das hinter mir steht,
für diese gelungene und wirklich einmalige Sozialaktion und Gemeinschaftsaktion. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie die Welt zu retten oder hier einen besonderen Ausdruck zu verleihen für die Nation. Nein, ist ganz im Gegenteil. Wir wollen einfach ein kleines bisschen die gute alte Zeit zurückholen, beziehungsweise ein bisschen an eure Tradition und an euren Rhythmus, an eure Mentalität appellieren, dass ihr einfach ein bisschen einsteigt und ein bisschen Normalität in diese verrückten Zeiten reinholt. Alles Gute, bleibt gesund und passt auf euch auf. Wir wünschen alles Gute. Bis bald. Wir hören uns. Karfreitag, Kar-Samstag, jeweils 15 Uhr. Steigt's mit ein. Ich danke schon im Voraus an alle, die wo mitmachen.